Schlimmer geht's wohl immer. Und absurder auch noch. Und da frage ich mich, wofür habe ich eigentlich jahrzehntelang Steuern bezahlt? Beziehungsweise, vielleicht fragst du dich auch mittlerweile, wozu zahlst du eigentlich noch deine Steuern? Hier mal ein Beispiel, du musst dir mal reinziehen. Die Unterhaltung in Deutschland wird natürlich groß geschrieben. Unterhaltung, 2 Wörter, Unterhaltung. Also unten halten. Schön gesehen, mit Gaming kann man das natürlich auch machen. Man kann die Menschen ablenken. Und die Bundesregierung bzw. der Wirtschaftsminister Habeck lässt 200 Millionen Euro in die Gaming-Industrie fließen. Das finde ich krass und ich bin auf deine Meinung, was du dazu sagst. Denkst du wirklich, dass mit 200 Millionen Euro der Gaming-Industrie und dir geholfen ist? Ich denke, dir auf jeden Fall nicht. Wenn Steuern bezahlt werden, um ganz klassisch der Spruch natürlich, dass wir saubere Straßen haben, damit wir eine gute Infrastruktur haben, kann ich es ja noch irgendwie verstehen. Auch wenn man natürlich weiß, dass natürlich die großen Banken eigentlich nur einen Knopf drücken müssen, um neu Geld zu produzieren, da fragt man sich schon, warum zahle ich eigentlich Steuern? Naja, das ist auf jeden Fall nochmal ein anderes Thema, aber Gelder, Steuern, das du erwirtschaftet hast, abzudrücken, damit nochmal mehr Geld in die Spieleindustrie, in die Gaming-Industrie gesteckt werden kann, das finde ich schon sehr makaber, oder nicht? Und das Krasse ist ja dabei, dass wir doch aktuell Deutschland in einer Wirtschaftskrise steckt und jeder Cent doch irgendwie gebraucht wird. Aber nein, es wird Geld ausgegeben für Blödsinn. Die Apollo News schreibt dazu, in den letzten 5 Jahren wurden 200 Millionen Euro in die deutsche Games-Industrie hinein investiert. Trotz Haushaltskrise will Robert Habeck weitere Begünstigungen für diese Branche. Lindner will ihm da aber einen Strich durch die Rechnung machen. Spiel Snake zum Beispiel wurde erstmals in den 1970er Jahren veröffentlicht. Und im Laufe der Zeit, wir kennen es alle aus unserer Generation, das erste Nokia, was dann rauskam, oder auch die fortlaufenden Modelle 1997, gab es dann dieses Snake auf dem ersten Nokia Handy vorinstalliert. Und das hat dann immer mehr an Popularität gewonnen. Inzwischen gibt es das Spiel auch natürlich in der Smartphone-App. Letztendlich begründet das Ministerium die Förderung damit, dass das Spiel ausschließlich als Browser-Game im HTML5 entwickelt wird. Weiter heißt es, im Gegensatz zu bisherigen Snake-Spielen verabschieden wir uns spieltechnisch vom quadratischen Raster. Das heißt, die Schlange kann sich nun flexibel in alle Richtungen über den Bildschirm bewegen. Auf dem Spielfeld sind andere Schlangen unterwegs, die der eigenen Schlange das Futter streitig machen und zusätzliche Hindernisse in der Spielewelt darstellen. Dass es bereits mehrere solcher Spiele und als Browser-Games gibt, scheint man in der Förderungsbewilligung ignoriert zu haben. Neben Snake fördert die Bundesregierung auch einen 2D-Flugsimulator für Mobilgeräte mit mehr als 370.000 Euro. In den letzten 5 Jahren wurden über 200 Millionen Euro an Fördergeldern investiert, um deutsche Entwickler auf internationaler Ebene wettbewerbsfähig zu machen. Trotz dieser Millionenförderung herrscht in der deutschen Games-Industrie große Unsicherheit. Der Grund dafür sind die seit Mai 2023 gestrichenen Fördergelder. Bundesminister Habeck hat die Streichung offenbar bis heute nicht verkraftet. Mit neuen Versprechungen, die die Situation beruhigen sollten, kündigte Wirtschaftsminister Robert Habeck auf der Gamescom in Köln Steuererleichterungen für Entwicklerstudios ab 2025 an, sogenannte Tax Credits. Diese würden laut Habeck einen bedeutenden Fortschritt für die Branche darstellen, indem sie Deutschland als Produktionsstandort attraktiver machen und mehr Unternehmen ins Land wieder locken können. Das würde heißen, dass mehr Games in Deutschland produziert werden und mehr Unternehmen nach Deutschland kommen. Und genau da wollen wir hin. Let's go, sagt Herr Habeck optimistisch. Keine 24 Stunden später nach Habecks Ankündigung widersprach Finanzminister Christian Lindner vehement. Die mit der Wachstumsinitiative der Bundesregierung beabsichtigte Stärkung des Games-Standorts Deutschlands bedarf nicht zwingend einer steuerlichen Förderung mittels Tax Credits,
ließ ein Sprecher Lindner verlauten. Stattdessen könne die Förderung weiterhin im Rahmen der bisherigen Fördermodells umgesetzt werden. Ich finde das wirklich krass, ich finde das wirklich teilweise dreist und frech, wie man so viele Gelder in Gaming, in Unterhaltung stecken kann. Und ich bin sehr gespannt, was deine Meinung dazu ist. Wir geben so viele Gelder aus, wir zahlen so viel Steuern, auch wenn ich ausgewandert bin, aber ich in Deutschland verkaufe, zahle ich natürlich auch in Deutschland Steuern, das ist ja ganz klar. Und mit diesen Steuern werden solche Projekte finanziert, unterstützt und nicht nur das, sondern eben auch Kriegswaffenmaterial und mehr gesponsert. Und da muss man sich dann schon mal auch fragen, ob das auch auf lange Sicht Sinn macht, Steuern in Deutschland zu bezahlen. Möchte ich aus meiner Kraft heraus sowas zu unterstützen? Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die gehen gerne arbeiten, die zahlen auch gerne Steuern, die wollen einfach nur in Ruhe gelassen werden und dann ist das für diese Menschen auch alles wunderbar und wunderschön. Auch ich habe selbst in der Familie solche Menschen, die dann immer gesagt haben, lasst mich alle in Ruhe, ich gehe arbeiten, ich zahle meine Steuern und will sonst an sich nichts mit niemandem was zu tun haben. Und es ist auch okay. Aber wenn man dahinter geblickt hat, wie das Finanzsystem läuft, wie das ganze Fiat-System aufgebaut ist es eigentlich schon eine ganz schöne Schikane und eine ganz schöne Diskriminierung meiner Meinung nach, dass Menschen sich bis zum Juli eines Jahres, bis zur Mitte eines Jahres sozusagen, nur für den Staat sozusagen arbeiten und erst danach das Geld in die eigene Tasche gewirtschaftet wird. Und dann kann ich natürlich verstehen, warum Unternehmen, aber auch Privatmenschen Deutschland als definitiv nicht Steuerparadies verlassen, weil ich es mittlerweile auch verstehe, dass wenn man mehr Geld verdient, mehr abdrücken muss, finde ich das schon ganz schön krass. Ich bin sehr gespannt auf deine Meinung, was du dazu sagst, und es ist letztendlich nicht schlimm. Wenn du sagst, ich verdiene gutes Geld, ich kann genug Steuern abdrücken, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber es geht eben auch anders. Und wenn du mehr darüber erfahren willst, über gewisse Steuerfreiheiten, wie du welche Konstrukte aufbauen könntest, damit du weniger Steuern bezahlst, auch teilweise in Deutschland, wenn du lebst, melde dich gerne bei mir. Oder du möchtest auch ein anderes Firmenkonstrukt im Ausland haben, in Dubai oder sonst wo in den USA eventuell, weil du auch planst, eventuell auszuwandern, kannst du dich auch gerne mit mir in Verbindung setzen. Ich freue mich auf deine Rückmeldung, ich freue mich auf dein Feedback, was du dazu sagst zum Thema Steuern und vor allen Dingen solche Steuerausgaben. Und lass mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn dir das Video gefallen hat. Und ich freue mich dann schon auf das nächste Video. Vergiss nicht, den Kanal kostenlos zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Dementsprechend wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und munter. Dein Markus aus der Türkei.